Moin Moin, ich bin Sven vom Pinsel-Kollektiv und ich habe mir ein Spiel gekauft. Für manche kommt der Name vielleicht schon bekannt vor, Deep Rock Galactic. Für alle anderen erkläre ich das Ganze nach dem Intro. Deep Rock Galactic ist eigentlich ein Computerspiel, welches von Mood Publishing erfolgreich durch eine Kickstarter-Kampagne als Tabletop-Spiel adaptiert worden ist. Auf die Gefahr hin, dass in den Kommentaren Fackeln und Mistgabeln und ein kompletter Pöbel uns zerfleischen möchte, Deep Rock Galactic, das ist eigentlich Minecraft auf Steroiden. Man hat also Tunnel und Bergbau, baut Ressourcen ab und bekämpft dabei irgendwelche Monster. Und das Ganze, natürlich, wir sind hier auf Steroiden, mit Zwergen. Denn wer sonst sollte in Höhlen irgendwas abbauen? Natürlich sind es die Zwerge. Die Figuren sind unglaublich liebevoll gestaltet und haben eine echt hohe Qualität. Also ich war höchst beeindruckt. Falls irgendwer von euch das Spiel auch hat, lasst es mich doch in den Kommentaren wissen, wie ihr die Miniaturen findet. Deep Rock Galactic ist für 1 bis 4 Spieler ausgelegt. Und ich muss sagen, es ist wirklich gut, auch wenn man nur zu zweit ist. Man kommt gut gegen die ganzen Level an. Die Missionen sind wirklich liebevoll gestaltet und das Ganze fühlt sich auch so an, als würde man das Computerspiel spielen. Denn auch wir hatten das Problem, wie es auch am Computer ist, man verliert die Zeit aus den Augen. Wir haben eine Mission nach der anderen gemacht und dann war es auch schon wieder morgen. Aber es hat sich gelohnt, es macht echt viel Spaß. Man hat wirklich gut durchdachte Würfel, ein schönes Kampfsystem, welches nicht überladen ist. Man hat Monster, die nicht total übertrieben sind, aber auch nicht komplett einfach zu besiegen sind. Man hat liebevoll gestaltete Bretter. Ich mache ja alles kaputt. Die für jeden einzelnen Zwerg, welcher jedes nochmal eigene Fähigkeiten und eine Bewaffnung hat, die sind wirklich schön und halten was aus. Es gibt um die, ich glaube, 200 Karten. Ich weiß das nicht genau. Können auch mehr oder weniger sein. Und ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Es ist ein Spiel, welches unglaublich viel Spaß macht. Die Missionen werden im Missionsbuch vorgestellt und geben vor, wie die Höhle aufgebaut ist, welche Karten man benutzt. Und mit den Karten an sich gibt es noch weitere Events, welche während des Spiels passieren. Das Ziel des Spiels ist es natürlich, alle Ressourcen abzubauen oder beziehungsweise eine bestimmte Anzahl an Ressourcen. Zum Beispiel nur 4 von diesem Gold oder vom Rubin oder wie auch immer das genau heißt. Ich bin ein schlechter Zwerg. Morkit, Nitat und wie auch immer. Wie dem auch sei, man muss halt alles abbauen und dabei darf man nicht sterben. Während der Mission gibt es ein Gefahrenslevel. Wie viele Ungeheuer ihr schon während eurer Suche nach dem wichtigen Morkite, das war hoffentlich Morkite, also auf der Suche nach diesem Morkite, wie viele Ungeheuer ihr aufgeweckt habt. Denn desto länger es dauert, desto schwerer wird's. Und irgendwann sagt das Spiel auch mal, nee, irgendwann reicht's auch mal mit dem Abbauen, jetzt ist Schluss. Muss aber sagen, man schafft es eigentlich, bevor die ganze Höhle zum Einsturz gebracht wird. Also in allem wirklich gut ausgeglichen. Durch die Kartendecks kommt in diesem Spiel eine wirklich breite Zufälligkeit in die Mission, sodass selbst wenn man eine Mission immer und immer wieder spielt, es sich immer noch anders anfühlt. Denn, naja, so ein Kartenstapel hört nicht mal eben auf. Das ist auch der Falsch dafür. Man hat echt genug Karten und genug Events, welche dann halt passieren. Einzig und allein ein Tutorial hat mir gefehlt. Eine Mission, die wirklich nur die Basics beschreibt, um in das Spiel reinzukommen. Man musste halt einmal das Regelbuch durchlesen, wir dann noch einmal, naja, ein bisschen Regelnlegastheniker, aber kommt vor. Haben also das Regelbuch zweimal durchgelesen, konnten dann anfangen und was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass diese Tiles, welche die Höhlen darstellen, nicht nummeriert sind. Mir hätte es geholfen, wenn ich im Missionsbuch Nummerierungen finde und auf den Tiles auch wieder Nummerierung finde.
bin halt ein Zahlenmensch. Man kann aber, wenn man lang genug guckt, diese Felder wiedererkennen. Also jede ist einzigartig und von daher dauert es halt nur ein bisschen länger und das verzögert den Spielstart. Das wiederum heißt, dass man später spielt und wer später spielt, hat weniger Spaß, weil man muss ja aufbauen. Kennt man ja. Wie gesagt, einziger Knackpunkt sind diese beiden Sachen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, denn es fühlt sich 1:1 an wie das Computerspiel. Ich hätte nicht gedacht, dass man es hinbekommt, ein PC-Spiel als Brettspiel zu haben. Also das ist das erste Mal, dass sich das wirklich 1:1 so anfühlt. Und nicht der andere Weg herum, wie zum Beispiel bei Blood Bowl, wo man das Brettspiel als PC-Spiel hat. Auch cool, aber so definitiv besser. Gebt dem Ganzen also mal eine Chance. Man findet noch ein Late Pledge bei Kickstarter und ich bin mir nicht sicher, vielleicht kommt es irgendwann auch in die Läden. Ich freue mich drauf, wenn das klappen würde. Ansonsten, hoffentlich sieht man sich. Viel Spaß und bis dann.